Freunde, es ist soweit. Wir haben den 3. Februar und es ist jetzt 10 nach 12. Ich habe die Stimmen ausgezählt und wir haben ein klares Ergebnis. Für Special Kush gab es keine Stimme. Für Tangy gab es ebenfalls keine Stimme. Special Kush nochmal, keine Stimme. Apple Fritter erhielt insgesamt 2 Stimmen. White Widow erhielt eine Stimme. Royal Haze Automatic erhielt 3 Stimmen. Amnesia Haze erhielt 4 Stimmen. Und zu guter Letzt OG Kush ebenfalls mit 3 Stimmen. Der eindeutige Gewinner mit 4 Stimmen ist Amnesia Haze. Wir werden unseren ersten Versuch also mit Amnesia starten. Leute, drückt die Daumen, dass der kleine Freund hier demnächst keimen wird. Wir werden es jetzt direkt ausprobieren. Alles Gute für dich, alles Gute für dich, alles Gute, liebe Amnesia, alles Gute für dich. The Chosen One. Es gibt unzählig Methoden darüber, wie man jetzt am cleversten vorgeht, um so ein Saatgut vorkeimen zu lassen. Ich habe mich für eine Kombi-Variante entschieden, und zwar werde ich diesen Samen über Nacht in diesem Wasser einweichen und anschließend kommt der eingeweichte Samen zwischen 2 Zewa-Tücher, wird dunkel gestellt und bei Raumtemperatur so lange stehen gelassen, bis eine Wurzel zu sehen ist. Befreien wir also den Samen der Amnesia Haze aus dieser Verpackung. Habe ich noch nie gemacht, aber er sagt, man soll hier öffnen. Jetzt gucken wir mal, ob ich das hier richtig mache. Nein. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Aha. Da hat sich die Blisterpackung geöffnet und der Samen liegt immer noch unter einer kleinen Kuppel. So kommen die also an. Ich finde, der sieht schon wirklich verdammt klein aus, der Samen. Das ist jetzt wie so ein Medikament verpackt. Ich möchte ihn nicht kaputt drücken. Also werde ich mir eine kleine Nadel holen, um den hier frei zu machen. Gerade herausgefunden, ich kann auch einfach die Folie hier leicht abziehen. Das ist vielleicht sogar noch stressfreier. So, dann ist der Samen freigelegt. Ich werde ihn jetzt auch nicht großartig mit meinen Händen anfassen. Und dann lassen wir ihn doch einfach mal in dieses Glas hier plumpsen. Gute Reise, kleiner Freund. So, da sieht man den Samen. Er schwimmt noch oben auf. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn er sich jetzt über Nacht mit Wasser vollsaugen konnte. Ob er dann morgen früh auf dem Grund liegt. Bis morgen, kleiner Freund. So, schauen wir uns mal den Samen an. Der stand jetzt fast 10 Stunden im Dunkeln im Schrank und ist auf den Grund von diesem Becher gesunken. Viel länger sollte man ihn jetzt da auch nicht drin liegen lassen, weil sonst Gefahr bestehen könnte, dass er erstickt, weil er keinen Sauerstoff mehr bekommt. Also holen wir ihn jetzt da raus. So, was ich nun machen werde, ist erstmal recht viel Wasser hiervon abzugießen, dann das Samenkorn rauszunehmen, in dieses Zewa zu legen und dann das Zewa so zu befeuchten, dass es geschlossen bleibt und dann, damit es auch schön dunkel bleibt, weil Cannabis ein Dunkelkeimer ist, wieder in den Schrank zu stellen und bei 22, 23 Grad stehen zu lassen. Gießen wir mal den Großteil des Wassers eben ab. Und den Samen mit dem letzten Schluck Wasser gieße ich jetzt hier drauf. Also auch wirklich nicht zu nass machen. Gerade so, dass es schön feucht ist. Kleines bisschen noch für die Ecken. So, jetzt kann man ihn auch hier drin sehen. Ist quasi da schön, hat schön Kontakt zu dem Zewa, zu dem feuchten Tuch. Ist nicht zu nass, bekommt von oben Luft. Und dann decken wir ihn zu. In das kleine UFO. Und ab geht's wieder in den Schrank. Die ersten 8 Stunden sind nun vergangen. Und gucken wir doch mal, ob sich noch schon etwas getan hat bei unserem Samenkorn.
Vorsichtig das Zewa aufdecken. Aber wenn man die richtige Stelle gefunden hat, noch ist nichts zu sehen. So, es ist Tag 2. Na, dann schauen wir doch mal in unser UFO rein. Wir schon was erkennen können. Guten Morgen. Da liegt er. Offensichtlich ist noch nichts zu sehen, außer vielleicht dieser kleine weiße leuchtende Punkt hier. Schaut mal. Könnte das eine Wurzelspitze sein? Seien wir mal gespannt, wie es morgen aussieht. Tag Nummer 3. Schauen wir doch mal, ob wir schon etwas sehen können. Gestern war noch nicht viel zu sehen, außer dass wir uns vielleicht mit so einer weißen Spitze etwas eingebildet haben, was vielleicht auf eine Wurzel hindeuten könnte. Ich glaube, ich muss die Tücher mal neu machen. Das sieht alles so ein bisschen zerfleddert aus, hier dieses Recyclingpapier. Ist der Samen? Nein, auch nach dem 3. Tag leider noch keine Wurzel zu sehen. Hier drin hat es angenehme 22 Grad. Das Papier ist nicht zu nass. Aber, wenn ich mir einbilde, ist der Samen zumindest dunkler geworden. Also es tut sich wohl etwas. Ich hoffe weiterhin, dass das was wird. Schauen wir mal. Tag 4. Das Wochenende steht vor der Tür. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen. Wo ist der? Ach ja genau, muss erklären, ich habe ja gestern den Teller hier nochmal angeschaut und da ist ja gar nichts passiert. Und dann habe ich mich gefragt, woran das vielleicht liegen könnte. Ne? Also Cannabis ist ja ein Dunkelkeimer. Und habe mal das Konzept von dem Teller dann so hinterfragt und gesehen, dass er hier tatsächlich doch ein bisschen Licht durchscheint zwischen diese beiden Tellerseiten. Und da der Schrank auch nicht zu 100% hier in der Seite abschließt, kann da natürlich immer noch Licht mit reinkommen. Also habe ich den Teller kurzerhand genommen und einfach tiefer in den Schrank reingestellt und ein T-Shirt drüber gelegt. Ein wunderbares Moose-artig-T-Shirt. Und jetzt gucken wir doch mal rein, ob wir am Tag 4 vielleicht Glück haben. So. Das Tuch habe ich gestern auch nochmal erneuert. Ich will kein unnötiges Risiko eingehen, dass da vielleicht irgendwas wächst, das da nicht wachsen soll. Bitte, 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 bitte. Okay, der Samen sieht immer noch sehr dunkel aus. Wir gehen uns den mal genauer anschauen. Der Seite. Hey, auf dieser Seite hier kann man einen kleinen Riss in der Schale sehen. Versuch's mal so aufzunehmen. Der Samen scheint sich also zu öffnen. Mal sehen, wie es morgen aussieht. Ich bin gespannt. Aber es tut sich was. Oh, bin ich froh, hey. Ich habe echt Angst gehabt, dass der nicht keimt. Jetzt schauen wir mal nach, wie weit der Samen ist. Und vielleicht ist er ja heute schon bereit, in die Erde zu kommen. Dann holen wir unser UFO mal hier raus. Und bringen es mal ans Licht, dass wir uns das mal anschauen können. So, vorsichtig das Papier anheben. Und da ist er. Wunderbar, jetzt kann man es schön sehen. Die Wurzel ist rausgekommen. Und der Kollege, na, wer kommt denn hier vorbei? Hallo Katze. Der Kollege ist bereit, in die Erde zu kommen. Also mache ich mich mal auf an die Vorbereitung dafür. So, wir sind hier bei unserem Gartenregal und wir brauchen jetzt einen kleinen Topf für unsere Anzucht. Nehmen wir doch den hier, der sieht doch ganz gut aus. Hat schön viel Löcher unten drin, sodass gut Wasser abfließen kann und nicht zu viel Staunässe entsteht. Und den werden wir mit Anzuchterde befüllen, beziehungsweise habe ich hier noch so einen alten Beutel gefunden. So eine alte Anzuchterde, Spezialerde für Aussaat und zur Vermehrung. Aber ich weiß leider nicht mehr, wie alt die ist. Die ist bestimmt 2 Jahre alt und
Da könnten natürlich schon Schädlinge sich eingenistet haben und die müsste ich vorher im Backofen desinfizieren. Da habe ich keine Lust drauf und ich habe auch schon eine spannende andere Alternative dafür. Und dieser kleine Topf, der wird dann gleich in dieses Mini-Zimmergewächshaus gestellt. Da ist unten so eine Auffangschale drin, wo das Wasser ablaufen kann. Der Topf mit der Erde und dem Samen kommt dann hier rein, wird schön angefeuchtet und dann stellen wir so einen Deckel drauf. Dann haben wir da nämlich für die Anzuchtphase genug Luftfeuchtigkeit hoffentlich drin, sodass der kleine Keimling auf jeden Fall genug Luftfeuchtigkeit hat, um in aller Ruhe sein Wurzelgeflecht ausbilden zu können. Hier von dem Anbieter Kleeschulte, das ist der Erdenhersteller, von dem ich im Erdenvideo erzählt habe. Den Link packe ich hier unten ins Video mit rein. Da geht es um die ganzen Erdentypen und auf was man so achten sollte bei der Erde. Dann habe ich hier noch die von Sonnenerde, die Living Soil, 2 große Beutel. Das könnte eine Alternative für später sein. Und hier habe ich noch von demselben Hersteller, hier um die Ecke, Kleeschulte, die Profiline Kultursubstrat aus hochwertigen Rohstoffen. Und das hat mir der freundliche Mitarbeiter hier mitgegeben. Schaut mal hier. Profi Perfect Buds Light Mix. Also das ist ein von Kleeschulte extra entwickelter Boden zur Anzucht von Cannabispflanzen. Und damit füllen wir jetzt unseren kleinen Topf. So, hier befindet sich nun also diese Profi Bud Light Mix Erde von Kleeschulte. Und das ist eine torfhaltige Erde tatsächlich. Habe ich gerade noch hinten auf dem Etikett nachgeschaut. Also die ist extra für die Anzucht so gewählt worden, dass da natürlich extrem viel Feuchtigkeit gespeichert werden kann. Ich spüre auch selbst, die Erde ist tatsächlich, kommt auch recht feucht schon aus dem Beutel raus. Also da werden wir nicht viel angießen müssen. Und ich bin mal gespannt, ob der Kleine hier Fuß fassen kann. Wir haben das jetzt den Topf natürlich nicht ganz gefüllt, sondern so 1-2 cm Gießrand auch gelassen. Das Ganze so schön handwarm angedrückt, ja, dass die Erde schön kompakt unten drin liegt. Na? Und da setzen wir jetzt den Kleinen so für 2 cm tief unten in die Erde ein. So, wir sind wieder oben. Wir sind wieder bei unserem Amnesia Heysam und dem vorbereiteten Zimmergewächshaus mit unserer Anzuchterde Bud Light Mix von Kleeschulte. Wir bereiten also den Topf etwas vor, damit unser Samen gleich richtig rum da rein kann und die Wurzel nicht nach oben zeigt. Der Samen soll auch vernünftig tief drin sitzen, dass der auf seinem Weg nach oben die Samenhülle verliert. So, wir haben jetzt hier so ein 2 cm tiefes Loch gemacht. Und dann öffnen wir mal das Teller. Das ist unser Samen. Und den holen wir uns jetzt mal ganz vorsichtig mit einer Pinzette und legen ihn mit der Wurzel nach unten in dieses Loch. So, da ist er. Viel Erfolg, kleiner Freund. Und wir bedecken ihn ganz vorsichtig und sachte mit Erde. Nicht zu fest drücken jetzt. Der muss sich dann ja selbstständig da nochmal rauskämpfen. Und natürlich ist ein richtiges Feuchthalten der Erde jetzt wichtig, nicht zu nass. So, und um die Luftfeuchtigkeit vernünftig einzustellen, werde ich hier auch nochmal ein paar Sprüher in den Gewächshausdeckel machen. Und auch nochmal etwas Wasser in den Topf reingießen, so dass ein bisschen was unten rausläuft. So. Dann sollte der Samen auch gut angewässert sein. Ja, dann schauen wir doch mal, wie sich die Pflanze so entwickelt. Ich halte euch auf dem Laufenden. So steht er nun da in dem Zimmergewächshaus bei nicht zu sehr direkter Sonneneinstrahlung, bekommt aber für den Anfang erstmal genug Licht und sobald er ja rauskommt, darf er dann sowieso ins Grow-Zelt einziehen. Hallo Freunde zusammen!
Ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich mir langsam ein bisschen Sorgen mache um unsere Amnesia. Die schlummert nämlich jetzt schon 4 Tage hier unten in der Erde. Und ich sehe immer noch kein Pflänzchen. Und ja, bin zunehmend besorgt, ob sich da überhaupt noch irgendwas tut. Ich habe mir hier schon so einen Zahnstocher mal bereitgelegt, weil ich jetzt mal eben so ein bisschen die Erde oben auflockern wollte, um zu gucken, ob wir da überhaupt irgendwie was sehen können. Wir dann sehen können, ob das Pflänzchen überhaupt noch da ist oder ob es mittlerweile vergammelt ist. Da unten tief drin schlummert doch was. Wir sehen auf jeden Fall, dass da unten noch der Keimling drin sitzt und die Wurzel nach unten gerichtet hat, aber nicht weiter nach oben gewachsen ist. Ich denke mir, ich werde jetzt den Versuch wagen und den Topf, so wie er ist, oben freigelegt, in das Zelt unter die Wachstumslampe zu stellen, um dem Ganzen einen Lichtreiz von oben zu geben. Vielleicht ist es das, was die Amnesia noch braucht. Nun steht sie hier mit einem Abstand von etwa 40 Zentimetern und die Lampe ist auf 60% eingestellt. Ich habe gemessen, also mit der Photon-App hier das Handy unter die Abdeckung auch gelegt. Wir haben eine ppfD von etwa 200 eingestellt. Und jetzt drückt mal die Daumen, dass der Lichtreiz dazu führt, dass die Pflanze vielleicht nach oben kommt. Also ich hoffe jetzt nicht, dass die irgendwie da drin zugrunde gegangen ist in dem Topf. Das wäre echt schade. Servus. Naja, was soll ich dazu sagen? Also da mache ich schon so informative Videos über Beleuchtung, Licht und Pipapo und vergesse halt einfach voll und ganz, dass ich in so einen kleinen Topf vielleicht auch besser hätte etwas Drainageschicht unten reingemacht. Denn ich glaube, der Kleine ist einfach nicht gewachsen, weil wir ihm die Füße zu nass gemacht haben. Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, Rohan, halt die Lehen. Denn wenn man sich mal hier die Erde anguckt, die ist tropfnass. Und da will einfach doch keine Wurzel drin wachsen. Naja, pass auf. Also, wir füllen den Topf jetzt hier nochmal mit trockener Anzuchterde von Kleeschulte. Und dann kommt der Kleine hier, der nämlich schon seine Keimblätter auch hier rauspackt. Den setze ich jetzt ganz vorsichtig dann nochmal in die leicht trockenere Erde rein. Und dann drückt mir die Daumen, dass das was wird. So, da befindet er sich nun an der Oberfläche mit den Keimblättern, die noch in der Samenschale drin sind. Und der bekommt jetzt hier ringsrum einfach nochmal einen kleinen Schluck Wasser. Nicht zu viel. Braucht auch nur nicht wirklich viel. Es riecht richtig angegammelt hier von der Erde, die zu nass war. So, und jetzt kommt er wieder mit seinem Deckel hier unters Licht. Und dann schauen wir uns das mal morgen an, wie es hier aussieht. Ja, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich habe ja auch nur Wissen vermittelt zum Thema Erde und zum Thema Licht und Raumklima. Aber zur Bewässerung habe ich ja noch gar nichts gesagt. Ne? Also wird Zeit, dass ich wohl noch damit beschäftige. Daumen drücken, dass der Kleine es hier überlebt. Mensch, 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 was für eine schwere Geburt. Es tut mir total leid, aber ich bin halt doch ein blutiger Anfänger. Ist eben doch nicht so leicht. Also Respekt an euch Leute, die das da draußen richtig drauf haben. Also, schauen wir mal, wie es aussieht. Schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Leute, ich muss euch was beichten. Die Amnesia ist dahin. Wir haben zu spät reagiert. Ich habe zu spät reagiert. Ich habe die Erde am Anfang zu feucht gemacht und die Amnesia ist quasi abgesoffen. Ja, der Fehler geht eindeutig auf meine Kappe. Gut, was machen wir? Aus Fehlern lernen? Ja. Wir haben ja bei der Saatgutabstimmung noch 2 zweitplatzierte Sorten gehabt. Eine davon ist die OG Kush, eine photoperiodische Variante. Und die andere ist diese hier, Royal Haze Automatic, eine Automatic-Sorte. Beide haben 3 Stimmen bekommen und ich werde die Entscheidung fällen. Ich habe mich auch für Royal Haze Automatic meine Stimme abgegeben. Und wir werden es mit einem von diesen Samen probieren. Und den werden wir jetzt direkt in diese Anzuchterde reingeben, die ich gestern frisch in den Topf gegeben habe. Die ist auf jeden Fall feucht, aber nicht nass.
Wir werden uns dieses ganze Prozedere hier auch mit dem Vorkeimen zwischen 2 Blättern jetzt sparen, weil ich auch das Gefühl habe, dass ich da insgesamt zu viel rumgefummelt habe und einfach dem Ganzen nicht seinen natürlichen Lauf habe gegeben. Und wir werden sehen, ob diese Variante dann jetzt, ja, uns letztendlich dann belohnen wird, ne? Vielleicht Geduld zahlt sich aus, nicht so viel mit den Fingern dran rumspielen, einfach Samen in die Erde rein und abwarten. Ja, nicht zu viel dran rumspielen. Also, der nächste Kandidat ist Royal Haze Automatic. Ja, und seid bitte gnädig mit mir unten in den Kommentaren. Seht's mir nach. Ich bin vielleicht ein bisschen zu übermotiviert an die Sache rangegangen, aber es zeigt uns eben auch, dass das hier kein Kinderkram ist, ja. Man muss sich mit der Thematik beschäftigen und mit dem Überwässern. Ich hätte mich da ein bisschen genauer mit reinfuchsen müssen, ja. Aber Dinge passieren, wie gesagt. Und jetzt geht's los. Versuch Nummer 2, Automatic-Sorte. Automatic-Sorte hat zudem den Vorteil, dass ich vielleicht hier auch in kürzerer Zeit schnellere Ergebnisse sehen werde und dass wir auch in kürzerer Zeit hier schon zu einer Ernte kommen würden. Denn ihr wisst, bald sind Wahlen und den Ausgang kann ich nicht vorhersagen. Es kann aber sein, dass sowas hier, auch in der Art und Weise, wie ich das hier mache, bald vielleicht nicht mehr möglich ist. Ja, also dass selbst Leute wie ich, denen es wirklich nur darum geht, rein aus Spaß und Spaß am Hobby, solche Pflanzen anzuziehen, dass uns das bald wieder verboten wird. Und deswegen würde ich ganz gerne zumindest einmal so ein Pflänzchen großziehen. Also drückt mir die Daumen, drückt uns allen die Daumen, dass die Politiker da oben vielleicht die richtigen Entscheidungen fällen und uns das nicht so schnell wieder versagen. Das wäre schon echt verdammt traurig. Naja, schauen wir mal. So, dann gucken wir doch mal in das Zeichen rein, wie es momentan aussieht. Also die Pflanze wird auch direkt hier reingestellt. Ich werde hier nichts am Fenster platzieren oder sonst irgendwie was. Wir haben ja unser Zelt aktuell schon durch so diesen Luftbefeuchter hier erweitert. Der hält die Luftfeuchtigkeit sehr, sehr gut bei über 70%, bei einer Temperatur von 25,6 Grad aktuell. Ja, und ihr seht hier, gerade eben habe ich das Zelt aufgemacht und da ist die Amnesia. Sie hat den Kopf verloren, das ist hier weggegammelt. Ihr seht die Wurzel, die ist auch nicht mehr wirklich vorhanden. Gut, wie gesagt, draus lernen. Und jetzt wird in diese angefeuchtete Erde, die ist wirklich nicht nass, die ist wirklich nur leicht feucht, ein neuer Samen Royal Haze Automatic eingelegt. Wir machen uns hier so ein kleines Löchlein. Und wir suchen uns mal den stärksten hiervon aus, den stärksten Kandidat. Ich würde sagen, dass der hier sieht ganz gut aus. Dann komm mal her. So. Und rein mit dir. Dann wünschen wir dir alles Gute. Ich spüre nochmal, also die Erde ist schön feucht, sie ist nicht nass. Ja, es müsste tief genug liegen, damit kein Licht drankommt, damit er vernünftig keimen kann. Ich werde jetzt nicht nachträglich wässern, es soll mir eine Leere sein. Aber damit sie es weiterhin schön feucht da drin haben und die Erde nicht zu schnell austrocknet, bekommt das alles einen Deckel. So, und jetzt heißt es abwarten und Tee trinken. Und ja, wie gesagt, seid nicht zu hart zu mir. Ich bin sicher, ihr habt auch schon mal so einen groben Schnitzel irgendwann gemacht, oder? Falls ja, teilt doch die Geschichte mal unten in den Kommentaren. Würde mich echt interessieren.